So, jetzt sind wir aktuell dran, unsere ganzen Nistschalen alle zu reinigen, desinfizieren, dass die jetzt in den Taubenschlag reinkommen. So, die Verpaarung läuft aktuell immer noch schleppend. Dabei muss ich auch noch erwähnen, dass wir einen kleinen Rückschlag haben, weil unsere alias Täubin, dann doch wieder Täuber, scheint jetzt doch eine Täubin zu sein. Wir haben jetzt einen neuen Täuber dazu geholt. Machen wir kurz hier auf. Und sind aktuell dabei, die zu verpaaren. Genau. Ich kann es ja noch mal einblenden, wie die Täubin so gemacht hat, dass wir vermutet haben, dass es doch ein Täuber ist. Aber mittlerweile sind wir doch der Meinung, das muss eine Täubin sein. Ihr könnt es ja selber in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich habe einen ganz jungen Täuber dazu geholt und hoffen, dass es jetzt besser funktioniert und dass sie sich jetzt verpaaren, weil das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Zwar ist diese Täubin auf die gelbe drauf, aber es war nicht so, wie als ob der Täuber da oben drauf hockt. Also es ist ganz komisch. Deswegen sind wir doch der Meinung, es könnte eine Täubin sein und dass sie sich einfach mit einer Täubin verpaart hat. Deswegen dauert es jetzt auch länger, sie umzuverpaaren, weil die ja schon verpaart war. Das gleiche ist mit diesem Paar. Es ist auch so, dass wir da umverpaaren. Wir haben sie immer mal wieder rausgelassen, aber sie will immer noch aktuell zu ihrem alten Partner zurück. Und das gleiche Phänomen haben wir hier natürlich auch. Hier ist auch die Täubin, was nicht gelegt hat. Da haben wir jetzt einen ganz jungen Täuber, aber sie will jetzt immer noch zu ihrem alten Täuber zurück. Müssen wir mal schauen. Und ob sie dieses Jahr legt, sind wir auch ganz gespannt. Dann zu diesem Pärchen. Da ist die Täubin noch relativ jung, deswegen dauert das auch noch. Wir hoffen, dass es überhaupt funktioniert. Nicht, dass sie zu jung ist, dass sie gar nicht in Paarung reingeht. Ja. Dieses Paar werde ich wahrscheinlich heute rauslassen. Die sind jetzt soweit verpaart. Genau, und hier ist eben die besagte Täubin, die sich mit der anderen Täubin verpaart hat. Deswegen müssen die auch noch etwas länger hier drin bleiben. Genau. So ist jetzt mal das neueste Update. Eier haben wir noch keine. Die Nisteinlagen und die Nistschalen haben wir schon rein. Genau. Da sieht man es nochmal. Was sagt ihr? Ist es eine Täubin oder ist es doch ein Täuber? Also, da ist, ich habe gerade offen gelassen. Natürlich ist die Täubin gleich wieder hier rüber, mit der sie sich verpaart hat. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Es ist echt schwierig, weil eigentlich schaut die aus wie eine Täubin, würde ich behaupten. Aber das Verhalten ist halt doch vom Täuber. Es wird jetzt auch länger dauern, bis wir das Paar getrennt bekommen. Ich denke, dass die Gelben hier jetzt dann jede Zeit anfangen zum Legen. Haben sich ihr Nest ausgesucht. Genauso wie das Paar Rüberdame, das hat sich auch das Nest ausgesucht. Die eine ist jetzt bloß rübergeflogen. Das ist die von der Gelben. Die muss ich später wieder wegtun. Die tue ich jetzt zum Verpaaren rein. Die
Genau, die da unten haben sich auch schon ihr Nest gefunden. Also es geht voran auf jeden Fall. So, dann haben wir heute, oder besser gesagt gestern, ist es angekommen für unsere Tränke und unser Grid, was Neues besorgt. Wie findet ihr das? Also ich finde das eine gute Idee, vor allem ist das Futter nicht auf dem Boden, das Wasser nicht auf dem Boden. Dadurch kommt auch kein Dreck oder weniger Dreck ins Wasser. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich melde mich, sobald es wieder was Neues gibt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.